Also meine Oma denkt, seitdem ich da bin, scheiße Christiane F. Die denkt safe, ich mache hier ordentlich Party. Von außerhalb ist Berlin ein Mysterium. Wir kennen schon auch ein paar Leute, die sich da ein bisschen drin verloren haben. We're all new to Berlin. Wir sind seit ein paar Wochen hier oder erst seit ein paar Tagen. Manche von uns werden hier ihre neue Heimat finden. Doch nicht alle werden bleiben. Heute ist ein besonderer Tag. Ich habe es endlich geschafft, nach 7 Monaten eine feste Wohnung zu finden. Und heute ist der Tag des Einzugs. Als ich die Sachen hier abgestellt habe, bin ich in so eine ungewisse Zeit gegangen. Umso schöner fühlt es sich halt jetzt an, dahin zu fahren, die 5 Sachen, die ich habe, auszuräumen und sich halt dort gemütlich zu machen und das halt zu seinem eigenen Zuhause zu machen. Mein Künstlername ist Steezy und ich mache Indie-Musik mit Hip-Hop-Einflüssen. Ich bin mit dem Traum, Musiker zu werden, nach Berlin gekommen. Vielleicht ein neues Album zu machen, Konzerte zu spielen, vielleicht einen Vertrag zu unterschreiben. So. Willst du den Ich gebe dir den gerade rüber. Ja. Wie haben wir den hier reinbekommen? Ich weiß nicht. Wir müssen das andersrum, damit wir mit den Beinen zuerst raus. Ach so, ja, auf jeden Fall. Als nächstes die Matratze. Ja, und der Stuhl steht noch auf dem Tisch. Wir haben die Sachen jetzt eingepackt und fahren sie in Prenzlauer Berg in die neue Wohnung, in die WG. Jetzt strahle ich. Ja. Da kommen bestimmt noch ein paar Sachen dazu. Aber mal schauen. Ich habe noch gefragt, ob wir ein größeres Auto brauchen. Ja, ich wollte 2 nehmen. Na dann. Wir haben zusammen in Worms gewohnt, in der WG. Ja, bei uns in der Heimat. Und dann aber unabhängig voneinander irgendwie nach Berlin gekommen. Du auch schon 3 Jahre früher. Ja, ich bin jetzt, Nee, 2. nee, 2019. 2019. Ich bin jetzt 4 Jahre hier. Ja. Ja. Was ich lustig finde, ist, ich war früher immer nur mit Berlinern und Berlinerinnen so. Und es war immer so dieses, ja, wir sind Berliner. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, mehr Freunde oder mindestens genauso viele, genauso viele Freunde, die halt nicht UrberlinerInnen sind. So. Und ich habe mich früher einfach so richtig dagegen gesträubt, quasi, weil ich so dachte, ja, das ist eine ganz andere Mentalität und das geht ja eh nicht. Aber mittlerweile heiße ich euch willkommen. Dankeschön, Bro. Ey, danke. Ich hab Bock. Das wird herrlich. Es wird wieder gekuschelt. Ja. Ah, so herrlich im Herbst. So anstrengend, ne? So, na klar. Hau ab! Verrat's dich! Ich wohne seit 3 Wochen jetzt richtig offiziell mit Klingelschild in Berlin. Ja, irgendwie bin ich jetzt seit 8 Jahren Single und ich habe immer mal wieder Typen gedatet und das war irgendwie immer alles sehr toxisch und hat irgendwie nie wirklich geklappt. Und dann hatte ich letztes Jahr im Dezember so einen sehr starken Liebeskummer wegen dem Typen und dann dachte ich mir, nö, fuck it. Und dann habe ich alles verkauft in Bonn, in meiner alten Heimat und bin dann nach meinem Bauchgefühl gegangen und bin dann nach Berlin gekommen. Freedom. Also mein Beruf ist tatsächlich Stand-up-Comedian. Freedom. Ich erzähle Peniswitze.
Als ich ankam hier in Berlin, war auf jeden Fall viel Information, viele Menschen. Es war irgendwie auch alles ganz laut und ich war so ein bisschen überfordert von allen Blicken. Ich habe mich am Anfang auf jeden Fall super oft verfahren mit der U-Bahn und dadurch bin ich auch tatsächlich an Orte gekommen, die ich so, glaube ich, nie gesehen hätte. U2 nach Theodor-Heuss-Platz. Einsteigen bitte. Ursprünglich bin ich eigentlich ein Dorfkind, das heißt Ockenfels, das ist in Rheinland-Pfalz, ein ganz kleines Dorf. Und da bin ich 18 Jahre aufgewachsen. Einsteigen bitte. Ja, also in meinem Dorf, da ist halt eigentlich immer nur der Schulbus gefahren. Da gab es halt gar nichts. Da musste man immer laufen, was ja auch schön war. Und hier ist es halt so, alle 2 Minuten kommt die Bahn. Es ist ein komplettes Kontrastprogramm tatsächlich. Früher war ich ja ein Kind, ich hatte so vor allem Möglichen Angst. Ich hatte Höhenangst, ich hatte Angst vor Menschen sogar. Aber in Berlin habe ich mich sehr sicher gefühlt, weil ich mir einfach über nichts Gedanken gemacht habe. Ich war mal mit einem Kumpel im Görlitzer Park und dann waren da so Polizisten und die waren da so am Haken. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, ach krass, die Polizisten machen hier sauber. Und er so, nee, die suchen Drogen. Ich mach alles klar, viel zu kompliziert für dich. Für mich ist alles klar, dass ich dich. Ich mach alles klar, wenn ich sag, dass ich dich liebe, sagst du nur alles klar. Für mich ist der Schritt, nach Berlin gekommen zu sein, der Schritt in die Unabhängigkeit. Dass ich einfach meinen Weg gehe, dass ich jetzt auch mal von keinem abhängig bin, weder von einem Mann noch von meiner Familie tatsächlich auch. Ja, und hier kann ich halt einfach meine eigenen Entscheidungen komplett alleine treffen und das ist irgendwie sehr geil. Man wird halt irgendwie immer belächelt, wenn man halt nicht diesen normalen Weg geht, von wegen, okay, du bist jetzt 28, du hast einen Mann, du brauchst ein Haus, du kriegst Kinder. Und ich lebe ja gerade komplett das Gegenteil. Also, und ich habe das Gefühl, dass es okay ist und dass es schön ist. Und das gibt mir gerade die Freiheit. Kannst du hier noch Mehl dazu geben? Nur ein bisschen. Danke. Ich glaube, in jeder Küche der Welt gibt es etwas Ähnliches. Auf Russisch heißt es Pirogi. Da kann alles rein, was im Kühlschrank ist. Äpfel, Kohl, Fleisch, Kartoffeln. Heute mit Fleisch. Nichts für Veganer. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir darüber in der Öffentlichkeit sprechen. In Moskau oder in Russland, aber wir haben ja nur in Moskau gelebt. Enge Freunde wussten, dass wir als Paar leben. Aber man kann zum Beispiel nicht einfach zusammen eine Wohnung mieten und sagen, das ist mein Lebenspartner. Man muss sich irgendein Märchen ausdenken, dass er mein Bruder oder Cousin. Mein Cousin ist. Sergej ist mein Assistent. Auf großer Mission.
Wir haben uns im Internet kennengelernt. Und dann hat mir Sergei geschrieben. Damals über ICQ, oder? ICQ. Vor 100 Jahren. Ja. Wir haben dann jeden Tag gechattet. Sergei hat damals in Kirov gewohnt. Kirov City. Kirov ist 800 Kilometer weit weg von Moskau. Und ich habe ein Zugticket gekauft, um Sergei zu treffen. Das war im Juni 2010. Als vorläufigen Höhepunkt hat heute das oberste Gericht in Russland in einem Urteil erklärt, die LGBT-Bewegung, wie sie dort heißt, sei insgesamt extremistisch. Die Entscheidung, die Aktivitäten der internationalen LGBT-Bewegung zu verbieten, gilt ab sofort. Es ist kein richtiges Urteil, sondern ein Stück Scheiße. Stell dir vor, unter LGBT sind auch bisexuelle Personen gemeint. Jemand könnte vielleicht unbedacht sagen, ja, ich hatte einen Dreier mit, ich weiß nicht, einem anderen Kerl und einer Frau. Und schon bist du bisexuell. Schon bist du Teil dieser Bewegung. Und dann ab ins Gefängnis für 12 Jahre. Hier gibt es den Nollendorfplatz, unterschiedliche Stadtteile, wo es 500.000 Pride-Paraden gibt, wo Menschen sich an den Händen halten und küssen können. Es ist fast unmöglich zu erklären, dass man in Russland für all das, was hier als normal und natürlich gilt, mit 12 Jahren Haft bestraft werden kann. Okay, let's taste. Mal probieren, was ich gekocht habe. Lecker. Moskau ist eine Stadt zum Arbeiten. Die Menschen kommen dahin, um Geld zu verdienen. Und nach einem Arbeitstag gehen sie zurück an den Stadtrand. Berlin ist eine ganz andere Stadt. Die Menschen hier finden ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit. Ich glaube, in Berlin leben glücklichere Menschen. Werkzeugkiste. Das hier ist mein Chaos. Hier ist gerade alles drin. Laptop, Farbe, Handtücher, Bettzeug, Unterwäsche in der Brotbox. Also sehr... ich könnte das hier auch mit Gaffertape machen. Ja. Huch. Ich wohne hier in Berlin in einer WG mit 3 Mädels. Und ich bezahle 350 € warm und habe 14 Quadratmeter. Der Plan ist, dass wir diese Räder hier drunter schrauben und das dann so unten an das Bett schrauben, noch mehr schrauben und das dann cool aussieht. Ich glaube, ich mache das mal so. Okay. Das Ding ist tatsächlich, ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Respekt davor. Also Angst vielleicht auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Aber das Ding ist, die Angst ist der Feind. Das denke ich mir auch immer so vor jedem Auftritt. Ne? Wenn ich irgendwie so Angst habe oder ich werde so aufgeregt, dann denke ich mir immer, die Angst ist der Feind. Und das denke ich mir tatsächlich auch gerade so beim Bohren. Die Angst ist der Feind. Na gut, okay.
bräuchte vielleicht auch eine Schutzbrille, ne? Das ist meine Box tatsächlich, da ist alles drin. Gut, Schutzbrille. Scheiße. Ich bin eigentlich vor 6 Jahren sehr spontan zur Comedy gekommen. Ich wollte eigentlich nur einen Freund finden. So, und ja, Fun Fact, ich habe den seit 6 Jahren halt jetzt nicht gefunden auf der Bühne, aber halt jetzt so die Comedy. Für euch aus Ockenfels, rastet aus, Larissa Magnus! Alles ist gut! 1, 2, 3! Jawollo! Ey, du mega laut! Wie geil ist das denn? Wie heißt du? Yannick? Ah, cool. Bist du Single? Nein. Manchmal lachen die auch gar nicht. Das ist ganz schrecklich. Wirklich, es ist ganz schrecklich, wenn du da auf der Bühne stehst und du hast dir was überlegt und du hast es geschrieben und du bist so am Schreibtisch und denkst, oh, genial, super witzig. Und dann erzählst du das und hast so ganz viel Energie und ganz viel Liebe und das Publikum guckt dich einfach nur so an und so. Und du bist so Grillenzirp, stirbst innerlich. Ja. So. Oh nein. Ich muss jetzt hier noch mal aufschrauben, weil die sind halt zu lang und das soll sich eigentlich bewegen, damit das rollen kann. Ich das jetzt so hier. So, guck mal. Ah, das war mein Zeh. Das war mein Zeh. Hier. Ruf jetzt einfach mal Oma an. Hallo, Kind, wo bist du? Ich bin gerade bei mir zu Hause und ich habe tatsächlich gerade versucht, das Bett aufzubauen mit den Rollen, weißt du, wo der Opa mir den Metallbohrer gegeben hat. Ja, die hat Rollen unter das Bett gemacht, das hat wohl nicht so funktioniert. Ach, das ist doch Blödsinn. Hast du gehört? Ja, Larissa, hättest du ja vorher sagen können. Ich glaube, mehr Liebe gibt's nicht, also wie ich meine Oma liebe. Macht euch noch einen schönen Abend. Wo gehst du hin? Ich habe heute Abend noch 2 Auftritte. Oh. Oh. Ich glaube, so der einzige Grund, warum ich wirklich jetzt noch mal aus Berlin dann rausgehen würde, wäre, wenn irgendwas mit der Familie wäre. Also da wäre ich so direkt, okay, ich komme in die Heimat und ich kümmere mich und so und ich bin da. Aber das wäre, glaube ich, auch wirklich so der einzige Grund. Der Mad Monkey Room, wo wir heute Abend auch hingehen, das ist ein ganz großer Comedy-Club hier in Berlin. Da testet man neue Gags. Ich habe so eine Nummer, die ist letztens passiert, die hat mich halt inspiriert durch den Alltag. Ich habe tatsächlich letztens am Cottbuser Tor gekotzt. Und da hatte ich eine sehr witzige Situation, weil ich wollte ja nicht auf den Boden kotzen und bin dann zum Mülleimer hingegangen. Und dann habe ich halt kurz überlegt und habe gemerkt, wie deutsch ich bin, weil ich überlegt habe, oh, kotzt jetzt Papier, Plastik, Glas oder Restmüll? Ja, ich weiß halt nicht, ob es einfach nur eine Situationskomik war oder ob viele damit, ich meine, in Berlin kann man das halt schon bringen. So, ne, da hat wahrscheinlich jeder schon mal am Kotti gekotzt, so. 10. Thomas. Grad drauf. So. Yes. Zu Hause. Na, guck mal raus. Vor allem, schau mal, hier ist es ist überkrass. Digga. Wir sind glücklicherweise in eine 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon gezogen. Relativ groß, ich würde sagen so 65, 70 Quadratmeter.
Ist auch schon hell auf jeden Fall. Ohne Lampen auch schon. Zu zweit ist es natürlich schon super, zu einem erschwinglichen Preis. Das ist ein Vollschnapper so. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Das wäre vielleicht ein bisschen frech. Aber ist ja eigentlich korrekt, dass du eine Wohnung gefunden hast, die noch normale Mieten verlangt und dass du eben nicht herkommst. Komplett, eigentlich sollte es ja so sein. Also, ja, normal, so war es ja auch die ganze Zeit. Deswegen, ich habe auch ewig gesucht, bis ich meine gefunden habe. So, ich zahle, bei mir ist auch voll okay. Aber ich wohne auch in Reinickendorf. So, deswegen ist der Unterschied. Hier ist noch der Mikrofonständer und dein Board, Bro. Krank. Das ist ein Zimmer. Ja. Dankeschön. Oh. Crazy. Herzlich willkommen. Dankeschön. So. Baba. Für die nächsten 6 Monate steht für mich fest, ich will wieder eine kleine EP machen. Ich will 6 Songs machen. Die Sterne stehen ganz gut, dass das auch funktioniert. Und darauf freue ich mich sehr, irgendwie die neue Musik zu machen und auch die ganzen Emotionen und Gefühle, die ich die letzten Wochen und Monate hatte, endlich wieder zum Ausdruck zu bringen, weil ich merke, da muss irgendwie was raus. Das wird gut. Hi, Schatz. Hi, Mom. Na? Wie läuft's? Na gut? Wie läuft's bei dir? Ich habe echt nicht so viel Kram, ne? Also, ich habe halt nichts einfach. Ah ja, ich weiß, wir sind schon umgezogen. Ja, das stimmt. Ja, Steph, wir haben so viele Sachen weggeschmissen. Wird gemütlich, aber ist okay. Also, das ändert sich jetzt ja auch richtig schnell. Ja, voll. Nee, das wird gut. Ich hätte dir gern geholfen. Aber Berlin, ne? Ja, ich weiß. Naja, du kommst ja bestimmt bald. Mein Bruder war, als ich ihm gesagt habe, ey, ich ziehe jetzt nach Berlin, war er so, wirklich? Also, weil man bekommt schon viel mit von Berlin, auch die ganze Partyszene. Die Option hast du nicht in einer Kleinstadt, wo du vielleicht 3 Bars hast und 2 Clubs, die du schon kennst, seitdem du 14 bist und da dann auch eigentlich nicht mehr rein willst. Und davor habe ich schon Angst, teilweise, dass ich mich darin verliere. Da muss ich für meinen Teil sehr auf mich aufpassen. Der Sommer ist vorbei und die Zeit mit dir auch. Was passiert ist nicht so leicht, doch du musst mir vertrauen. Kann ich dir geben, was du brauchst, bin unterwegs und wieder raus. Voller Raum, ich fühl mich taub und bin bei weitem nicht so schlau, wie es deine Freunde sind. Glaubst du nicht, dass die Zeit mit mir nur vergeudet ist? Bereust du's nicht? Ich bin grad so weit weg, uns verbinden nur die Zweifel. Weiß einfach, aber du allein bist. Dich nur zu hören ist nicht das Gleiche. Ich bin grad so weit weg, uns verbinden nur die Zweifel. Weiß einfach, aber du allein bist. Dich nur zu hören ist nicht das Gleiche. Aber irgendwann wird's leichter. Fuck, bis dahin mach ich weiter. Woher hast du das? Das war in der Kiste neben dem Hauseingang. Du hast es von der Straße. Ich habe sie gecheckt, sie ist in Ordnung. Ist die neu? Ist die sauber? Ja, sauber, nicht kaputt. Da ist eine Fliege oder eine Spinne drin. Ich weiß nicht. Wenn du nicht willst, musst du nichts trinken. Die Leute hier in Berlin lassen so viele noch brauchbare Sachen auf der Straße stehen. Manchmal noch völlig neu. Aber ich habe noch nie was mitgenommen. Yeah, but personally I have never taken something. И вы будете опять, словно солнышко, светить. Nachdem wir nach Berlin gezogen sind, haben wir nach 4 Wochen eine neue Wohnung gefunden. 42 Quadratmeter für 1.600 €. 42 meters. We pay 1,600 € for month. Lass uns versuchen, eine günstigere Wohnung zu finden. Schönhauser Allee. So. Nichts unter 1.600. Doch, hier. 1.000. Erst haben wir über ImmoScout gesucht.
Aber dort braucht man eine Schufa-Auskunft. Ohne dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung haben wir das nicht. Also war das keine Option für uns. Jetzt suchen wir über andere Websites wie Wunderflats. Schau mal, 4.600 und 85 Quadratmeter. Wenigstens mit 2 Zimmern. Für eventuelle Geräuschbelästigung vor der Wohnung können wir nicht haftbar gemacht werden. Ich bin Finanzberater und hoffe sehr, dass unser Einkommen für solche Wohnungen reichen wird. Dann lass uns die neue Teekanne ausprobieren. Bitte sehr. Also diese Teekanne macht besseren Tee als jede andere. Also Mad Monkey Room, da gibt es ein Open Mic und da bekommt jeder Künstler, jede Künstlerin 7 Minuten Zeit, das zu testen, was man halt so möchte. Und am Ende des Auftritts weiß man, okay, ja, das ist witzig oder das ist für die Tonne. 7 Minuten können verdammt lang sein, wenn die Jokes richtig scheiße sind. Könntest du auch Opener sein? Ja, kann ich machen. Weil Paul hat irgendwie Probleme mit der Ringbahn Ja. und so, deswegen schafft er es nicht rechtzeitig. Ja, nee, dann Cool. mache ich heute Opener. Es ist auf jeden Fall ein ehrliches Publikum. Also du weißt auf jeden Fall hier in Berlin, wenn die Leute lachen, dann ist das gut. Und dann weißt du auf jeden Fall, wenn das hier in Berlin funktioniert, dann kannst du das in allen Städten spielen. Dann hole ich jetzt den ersten Künstler raus. Ich gender das nicht. Es könnte alles Mögliche sein. Wäre toll, wenn ihr denkt, das ist ein Gag, lacht. Viel Spaß mit Larissa Magnus.